In diesem Video bekommst du kurz und knapp Inspo für deine Reise durch eines der schönsten Länder Europas. Nur 17 Kilometer außerhalb von Tirana findest du das Bovilla-Reservoir, das die ganze Hauptstadt mit Wasser versorgt. Eine Bushaltestelle in der Nähe gibt es Stand heute nicht. Dementsprechend nutzt du entweder ein Taxi oder bindest es in deinen Roadtrip ein, falls du einen Mietwagen leihst. Das Outdoor-Adventure. Der Ort ist bei Campern sehr beliebt und vor kurzem wurde sogar ein Restaurant hier nahe des Aussichtspunkts gebaut. Das Cable Car hoch zum Mount Dajdi ist eine Sache, die man einfach mitnimmt, wenn man in der Hauptstadt Tirana ist. Das macht man. Oben angekommen gibt es dann ein Restaurant mit epischem Blick auf die Stadt und viele Aktivitäten für Kinder. Wir bereisen die Welt jetzt schon nonstop seit 2,5 Jahren. Schau gern bis zum Ende für unsere Tipps, wie du dich am besten im Land zurechtfindest. Ziemlich genau zwischen Durrës und Vlora liegt der von Albanien sorgfältig geschützte Karavassa Nationalpark. Hier findest du einen 360-Grad-Aussichtspunkt, diese süße Holzbrücke zu einer Sandbank und viele Möglichkeiten zu baden. Albanien, meine Perle. Für einen Zwischenstopp um die Küstenstadt Vlora findest du außerhalb der Stadt die St. Mary's Monastery. Hier können wir über eine Brücke laufen. Genieß den Spaziergang über die Brücke zu dem süßen Kloster und spring anschließend ins Wasser am nahegelegenen Leuchtturm. Das ist schön, Junge. Die spektakulärsten Blicke über die Küstenstadt Vlora hast du hier von der Burg im kleinen Dorf Kanina. Auf dem Plateau gibt es an sich nicht super viel zu tun. Für einen Kurztrip, um die Blicke einzufangen, lohnt sich aber total. Ja, da ist ein Truthahn, Leute. Tipp: Schlender anschließend durch die süße Altstadt von Vlora zum Mittagessen. Während des Zweiten Weltkrieges hat sich die ganze Stadt Vlora hier zurückgezogen und heute kannst du sie mit einer Bootstour erkunden. Direkt am Hafen findest du verlassene Gebäude aus der Zeit und einen Strand mit türkisblauem Wasser. Wir fahren endlich mal mit einem Boot. Die Tour mit unserem Freund Nerd führte uns zu dieser beeindruckenden Grotte. Albania! Mit Mittagspause an diesem Strand auf der Karaburun Peninsula. Der Lugara-Pass verbindet die Stadt Vlora mit der ebenfalls sehr beliebten Stadt Saranda im Süden Albaniens. Direkt vom Strand fährst du hier 1000 Meter hoch durch die zerraunische Gebirgskette mit regelmäßigen Möglichkeiten zum Stopp für die epischen Blicke. Wenn auch teils etwas voll, einer der schönsten Strände des ganzen Landes. Kristallklares türkises Wasser mit genialem Blick auf die Berge vom Meer aus. Und am Wasser gibt es viele Bars, die gratis zu den Getränken auch diese Sonnenbetten anbieten. Das unter Touristen sehr beliebte Blue Eye ist eine natürliche Quelle, die teils über 50 Meter tief ist. Vom Parkplatz kannst du für die 2 Kilometer Fußweg entweder einen E-Scooter mieten oder du spazierst ihn entspannt mit den womöglich vielen anderen Besuchern. Trotz dessen ausdrücklich gebeten wird, nicht ins Wasser zu gehen, um die Natur zu schützen, springt ja doch der ein oder andere Instagrammer für die Likes ins kühle Nass. Fanden wir ein bisschen asozial. Auch unter dem Namen Stone City bekannt, ist eine unheimlich schöne traditionelle Stadt direkt am Berghang gelegen. Schlender durch die malerische Altstadt, besichtige die historische Burg und genieße einfach die Blicke. Geheimtipp: Nicht mal 10 Minuten außerhalb der Stadt findest du das Restaurant The Barrels, wo du hausgemachte, auch vegane Köstlichkeiten genießen kannst, die zum Großteil direkt im Garten angebaut werden. Mit hausgemachtem Wein. Das ist einfach das schönste Restaurant von unserer ganzen Zeit in Albanien. Die unheimlich schöne Bucht in Xami lockt tausende Touristen an und ist uns demnach ein bisschen überfüllt gewesen. Neben den gemütlichen Cafés an der Promenade lohnt es sich deshalb, einen kurzen Ausflug zu machen an den Rand des Ortes, zum Pema Etate Beach. Auch nur 15 Minuten mit dem Roller südlich von Saranda hältst du an diesem Parkplatz und findest diesen schönen Aussichtspunkt auf die Burg von Ali Pascha. Mitten im Wasser und nur mit dem Boot erreichbar. Am Ufer angekommen, kannst du mit dem Floß auf die andere Seite geschippert werden oder lässt einfach die Füße im Wasser baumeln. Jetzt noch einige Insider-Infos für Albanien von uns Weltreisenden. In Albanien wird mit Lek bezahlt. 100 Lek sind etwa 1 Euro Stand heute und es ist eigentlich immer notwendig, Bargeld dabei zu haben. Nicht überall kannst du mit Karte bezahlen. Wir nutzen Transferwise, um immer den besten Umrechnungskurs zu bekommen. Allerdings hilft auch der nicht mehr bei dem im Durchschnitt 8 Euro Abhebungsgebühren der Banken und Automaten vor Ort. Falls du absehen kannst, wie viel Bargeld du brauchst, heb nur einmal ab. In den touristischen Städten wirst du mit Englisch zurechtkommen. Während deiner Reise wirst du aber ziemlich sicher auch auf Locals treffen, die überhaupt gar kein Wort Englisch sprechen. Teilweise ist es dann sogar einfacher, mit Deutsch weiterzukommen. Denn Fun Fact: Deutsch ist eine Sprache, die in albanischen Schulen angeboten wird. Albanien wird regelmäßig von Wizz Air angeflogen. Hier bekommst du im Regelfall die besten Deals. Achte bei der Billig-Airline aber darauf, dass du dein Handgepäck nicht zu sehr ausreißt. Da sind sie sehr pingelig. Vom Flughafen in die Stadt nimmst du entweder ein Taxi für 20 bis 25 Euro oder den
einen Shuttlebus, der stündlich fährt, für nur 4 Euro. Ob nach Norden oder Süden, vom Busterminal in Tirana kommst du in beide Richtungen regelmäßig und auch zuverlässig. Eine Busfahrkarte von Hauptstadt nach Saranda kostet zur Orientierung etwa 14 Euro für die 5-6 Stunden Fahrt. Tipp am Rande, Freunde. Busticket immer vorher buchen. Die sind immer voll. Dieses Thema habe ich schon öfter in Bezug zu Albanien gehört und kann es absolut nicht nachvollziehen. Die Lokis sind freundlich und hilfsbereit. Und ja, es ist eine andere Kultur, aber wir haben uns zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise unwohl gefühlt. Reisefieber gepackt? Diese beiden Videos werden dir helfen, dir ein noch besseres Bild von Albanien zu machen. Kanal abonnieren nicht vergessen für ein virtuelles Küsschen.